secret to happiness is finding something you love and then doing that for the rest of your life. Ich war also das erste Mal in London. Crazy! Eine Stadt, in der die Barszene, die Musikbranche riesig sind, es nice Snacks an jeder Ecke gibt und kreative Menschen aus allen Bereichen leben. Und ich war bereit, meine Mission anzutreten. Die Kaffeeszene erkunden. Alle Specialty Coffee Shops innerhalb so kurzer Zeit zu besuchen, ist so gut wie unmöglich. Zumindest nicht, wenn man auch die Menschen hinter dem Tresen kennenlernen will und neue Bekanntschaften machen möchte. Wenn man dann noch so viel labert und filmt, wie ich es tue, ist es erstaunlich, wenn man überhaupt mal 3 Cafés an einem Tag schafft. Für alle, die Coffeeshop-Hopping in London planen, gut organisiert schafft ihr aber sicher mindestens 5 Locations am Tag, falls ihr das Koffein vertragt. Es war für mich ein wenig surreal, auf einmal in den ganzen Cafés zu stehen, von denen ich die letzten Jahre Bilder, Artikel und Interviews verschlungen hatte. Es hat sich alles so vertraut angefühlt, als wäre ich schon einmal hier gewesen. Es dauerte nicht lange, bis ich zu dem ersten Event, dem ersten Cupping, eingeladen wurde, von dem super sympathischen Patrick, welchen ich die letzten Tage durch Nadine kennengelernt hatte. Eines der Dinge, mit denen mich London überzeugte. Wenn man möchte, kann man fast jeden Tag auf ein Event gehen. Ich habe keine Ahnung mehr, wie viele Kaffees wir an dem Abend hatten, aber es waren einige. Bei diesem Cupping also lernte ich den nächsten krassen Specialty Coffee Nerd kennen. Kassian. Wir merkten beide sehr schnell, wie wir ähnliche Interessen, Ansichten und Prinzipien haben. Und einigten uns bereits auf eine zukünftige Zusammenarbeit, auch wenn wir zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich wussten, wie die aussehen sollte. Ich freue mich aber jetzt schon darauf, die beiden wiederzusehen. Im gleichen Tempo ging es weiter. Tagsüber Cafés erkunden, am Abend auf Events gehen. Und bevor mir langweilig werden konnte, dachte ich mir, ich drehe noch einen kurzen Trailer von der Latte Art Competition bei Caffeine. Auch wenn es immer mega viel Arbeit und Zeit kostet, ein solches Video zu machen, ist es immer ein einzigartiges Gefühl, wenn ich meine alten Videos anschaue und Menschen entdecke, die ich beim Dreh überhaupt noch nicht gekannt habe, die aber mittlerweile Freunde geworden sind. Das zeigt mir immer wieder, dass ich keine Angst davor haben muss, die richtigen Menschen zu verpassen, sondern dass ich darauf vertrauen kann, dass ich sie zur richtigen Zeit, am richtigen Ort kennenlernen werde. Hi there, here's the idea. On September 21st at 3 p.m. UK time, I want to taste coffee with you, wherever you are in the world. Here's how that's gonna work. Ja, James, wie soll das bitte funktionieren, wenn ich in der Zeit, in der eines der 2 besten Online-Tasting-Formate das ist Jasmin. Alter, das ist geil. stattfindet und ich gerade dann im Flugzeug auf dem Heimweg sitzen werde? Ich hatte nämlich folgendes Problem. Meine Reise hatte ich vom 14. bis zum 21. September gebucht. Der Rückflug war am 21. am Mittag, weshalb ich nicht pünktlich zum weltgrößten Cupping, welches ja auch am 21. stattfinden sollte, zurück sein würde. Welche Optionen blieben mir also? Nicht daran teilnehmen? Ein Cupping im Flugzeug organisieren? Oder das vermutlich unwahrscheinlichste Szenario: ich cancel den Flieger, buche einen neuen und versuche irgendwie
bei dem Cupping live dabei zu sein in der Rösterei und lerne am besten noch James Hoffmann kennen. Was hättet ihr an meiner Stelle gemacht? Keine Frage. Servus Leute. Glücklicherweise werde ich eine Woche lang in London sein, während das weltgrößte Cupping stattfindet, weswegen ich mich gefragt habe, ob es nicht auch ein Real-Life-Tasting gibt, bei dem ich teilnehmen könnte. Es wäre klasse, mit euch zu connecten, da ich ebenfalls Online- und Offline-Cuppings für die Deutschen mache und würde mich freuen, wenn ich Square Mile Coffee Roasters als eine der Röst-Urgesteine Londons in einem der kommenden Thursday-Tastings featuren könnte. Vielen Dank im Voraus und liebe Grüße aus dem Schwarzwald. Tobi. Peace. Hey Tobi, danke fürs Kontaktieren. Wir veranstalten ein Cupping in der Rösterei an dem Tag, an dem das weltgrößte Cupping stattfindet. Wenn du uns deine E-Mail-Adresse hinterlässt, können wir dir eine Einladung senden. Servus Leute, das klingt großartig. Ihr könnt die E-Mail an folgende Adresse senden. Zack, da war sie. Die Eintrittskarte in die Kaffeefabrik, und ich bereitete mich darauf vor, zusammen mit James Hoffmann ein paar extrem gute Kaffees zu sippen. Don't feel stressed. Don't rush. Der Gedanke hinter dem weltgrößten Cupping war einfach. 5 unbekannte Cafés wurden versendet auf der ganzen Welt und jeder hatte die Möglichkeit, diese Cafés daheim zu mahlen, zu brühen und dann gleichzeitig während des Livestreams mit James Hoffmann vor der Kamera zu probieren. Das Spannende war daran, dass währenddessen ein Live-Chat lief, in dem man auch noch seine Kommentare, seine Gedanken etc. zu den Kaffees loswerden konnte. Somit hatte jeder die Möglichkeit, seine Geschmackswahrnehmung mit tausenden Menschen auf der ganzen Welt zu vergleichen. Ich hatte auf jeden Fall die unglaublich tolle Chance, direkt vor Ort zu sein, dort mit dem ganzen Square Mile Team zu cuppen. Im Anschluss hatte ich natürlich noch die Möglichkeit, James Hoffmann kennenzulernen und ein bisschen mit ihm zu reden. Währenddessen habe ich ihm natürlich geholfen, sein Videosetup abzubauen. Und ja, dann war es auch schon wieder Zeit, sich zu verabschieden. Sozusagen aus dem Specialty Coffee Traum erwachen, den ich die letzten 8 Tage geträumt hatte. Ich war und bin unglaublich dankbar für all die wundervollen Menschen, die mich so herzlich aufgenommen haben. Danke an Nadine, Jessie und Marina, die mich in ihrer WG untergebracht hatten. Nein, wirklich, danke. Das kann nicht jeder ertragen. Einerseits war ich ein wenig bedrückt, die liebgewonnene Community zurückzulassen. Auf der anderen Seite hatte ich eine innerliche Vorfreude, denn bei einer Sache war ich mir 100% sicher. Wenn ich nach London zurückkehre, dann nicht als Fremder.